Okay, läuft. Okay, dann Batz. Batz, warum sag ich Batz? Hä? Ist nicht komisch? Okay, sorry. Nochmal. Ach man. Gibt's ja auch Outtakes? Das kommt in die Outtakes auf jeden Fall. Okay, warte. So. Super. Der war's. Man's right flower. It's in every living thing. Mind, use your power. Spirit, use your wings. Alright. So, nochmal einfach Hallo. Hi. Vassili Schewelo, erstmal Dankeschön, wirklich Dankeschön, dass wir hier sein dürfen und dass du dich bereit erklärt hast, unser erster Interviewgast zu sein und mit uns gemeinsam heute über deine Geschichte zu reden. Sehr gerne. Danke, dass ich mitmachen darf. Freut mich, freut mich. Ich habe erstmal natürlich ein paar Fragen an dich. Also du bist Profi im Bereich Startups, sowohl im Gründungsprozess als auch Coach und Berater im Aufbauprozess. Das heißt, du bringst Innovation ein und wenn Leute in diesen Phasen Unklarheiten haben, dann bist du der Man, um sie zu beseitigen. Ganz schön hoher Anspruch. Ich würde mich gar nicht als Experten bezeichnen, Ja. sondern wir, also mein Mitgründer und ich, Dimitri, wir machen das einfach ein bisschen länger als die anderen und teilen einfach gerne unser Wissen. Aber genau, eigentlich haben wir das, was wir als Hobby gerne gemacht haben, zum Beruf gemacht und unterstützen andere auf diesem Weg. Ja, klingt nach einem Traum. Das Hobby zum Beruf. Wir haben vorher ein wenig recherchiert und sind auf dein LinkedIn-Profil gestoßen. Und ich kann sagen, dass das ausführlichste LinkedIn-Profil ist, was ich seit langem oder jemals gesehen habe. Einfach aus dem Grund auch, dass du mehrere Unternehmen mitgegründet hast Ja. oder auch einfach so gegründet hast. Unter anderem Sektor, der Ideenbotschafter, Contact 7. Und einfach vielleicht, damit ich auch ein klares Bild habe, was machen diese Unternehmen und vor allem, wie unterscheiden die sich voneinander? Okay. Ich würde einfach bei mir anfangen. Also der Ideenbotschafter ist der Unternehmensname, den ich mir ausgesucht habe. Und zwar ist es dadurch entstanden, also ich neben dem Unternehmenssektor, was ich mit meinem Mitgründer Dimitri Orlov zusammen gegründet habe, haben wir beide jeweils auch noch eigene selbstständige Projekte, die es auch im Vorfeld schon gab. Und irgendwann mal, also ich habe lange mit meinem persönlichen Namen gearbeitet und irgendwann mal habe ich aber so gedacht, es wäre doch schön, auch einen Firmennamen zu haben, der langfristig vielleicht sich auch als Marke etabliert. Ich wollte aber keinen Firmennamen haben, der nicht zu meiner Person passt oder nicht personenbezogen ist. Und deshalb in irgendeiner Brainstorming-Session, glaube ich, sind Dimitri und ich auf den Ideenbotschafter gekommen. Das ist eigentlich daraus entstanden, aus meiner allerersten Tätigkeit, die ich als selbstständiger Unternehmer gemacht habe, nämlich ein Pitch-Coach zu sein. Diese Tätigkeit ist dadurch entstanden, dass ich an der Universität Potsdam Tutorien, Seminare und Vorlesungen zum Thema Kommunikation und Präsentation gehalten habe und mich schon immer für das Unternehmertum interessiert habe. Dann habe ich erfahren, dass diese Fertigkeit, Ideen strukturiert, klar und präzise auf den Punkt zu bringen, auch im Unternehmertum gefragt ist. Und das war tatsächlich mein erster Schritt in die Selbstständigkeit. Ich habe als Pitch-Coach angefangen und habe diese Dienstleistung dann um andere Dienstleistungen im Bereich Produkt- und Serviceentwicklung und Gründungsberatung erweitert. So ist der Ideenbotschafter entstanden, wenn man das ganz kurz zusammenfasst. Wenn du von Sektor sprichst, dann sprichst du von einem Unternehmen, was ich gemeinsam mit meinem Mitgründer Dimitri gegründet habe. Das ist eine Gründungs-Innovationsberatung aus Potsdam. Und dabei beraten wir einerseits auch junge Menschen, Unternehmerinnen und Unternehmer, die gerade dabei sind, ein Unternehmen aufzumachen, einfach Unterstützung brauchen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Und gleichzeitig arbeiten wir aber auch mit anderen Unternehmen zusammen, mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, die gerade sich auf dem Weg befinden, anzupassen, sich die Annahme haben, sich der technologischen Entwicklung, dem gesellschaftlichen Wandel anpassen zu müssen. Und wir unterstützen sie dabei durch unterschiedliche Formate, durch unterschiedliche Dienstleistungen. Und was du zuletzt angesprochen hast, ist Contact 7. Contact 7 ist kein Unternehmen, sondern es ist eine Initiative. Es ist ein Projekt, was aus einer Zusammenarbeit mit Sektor, also von Dimitri und mir, und mit einem anderen Projekt aus Potsdam, mit dem Projekt Perspektive Selbstständigkeit, entstanden ist. Und der Hintergrund, warum wir das gegründet haben, ist,
weil es seit 3 Jahren eine sehr hohe Welle von migrantischen Gründerinnen und Gründern gibt, wo wir gemerkt haben, dass es eine kultursensible Beratung benötigt, um diesen Menschen dabei zu helfen, ihr Unternehmen hier in Deutschland aufzubauen. Und wir haben diese Initiative gegründet und bieten unterschiedliche Formate an. Ein Format wie Ideenfabrik, also Innovationsworkshops oder Konferenzen, um eine komplexe unternehmerische Landschaft in Deutschland Menschen mit Migrationshintergrund nahezubringen. Und das ist eine Initiative von diesen beiden Projekten. Das klingt mir danach, dass du mit wirklich, wirklich vielen verschiedenen Menschen in Kontakt kommst natürlich. Und du meintest ja, du warst an Unis schon oder bist auch an Unis und hilfst schon existierenden Unternehmen, sich diesem digitalen Wandel anzupassen. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie sich so die Herangehensweise aus deiner Sicht unterscheidet. Jetzt zum Beispiel, wenn du mit einem jungen, motivierten Startup-Team arbeitest und denen die Ideen strukturierst, oder wenn du jetzt zum Beispiel in einem etwas festeren, mittelständigen Unternehmen die Innovation bietest. Also es sind ja auch verschiedene Generationen, auf die du dann triffst. Ja. Ob das sich dann vom Alter her auch aus deiner Sicht groß unterscheidet. Es unterscheidet sich vom Alter, also da kommen aber noch ganz viele andere Faktoren mit ins Spiel. Also wenn du ein bestehendes Unternehmen berätst, welches tatsächlich auch zusehen muss, dass es genug Umsätze macht, um die Mitarbeitenden zu behalten, um mit der Konkurrenz Schritt halten zu können, oder ob du ein junges Team berätst, was super motiviert ist, ein Team, welchem eigentlich noch alle Wege offen stehen, und gleichzeitig ein Team, welches noch nicht so viele Risiken hat wie vielleicht ein bestehendes Unternehmen. Und natürlich ist ganz oft der Zugang zu Ressourcen, die du hast, für diese Leute auch unterschiedlich. Also wenn wir von jungen Teams sprechen, ist es oft, nicht immer, aber oft, dass sie dennoch einen Hochschulkontext haben. Das heißt, sie haben auch Ressourcen, um Gründungs- und Transferzentren in Anspruch zu nehmen. In Deutschland ist es als System eigentlich sehr gut etabliert, dass alle großen Hochschulen ein Gründungs- und Transferzentrum haben, wo junge Gründerinnen und Gründer unterstützt werden, ihre eigenen Ideen auszubauen und Unternehmen zu gründen. Ganz viele Unternehmen in der späteren Phase haben diesen strukturellen Zugang nicht mehr. Es gibt zwar natürlich unterschiedliche Förderprojekte und so weiter, aber das heißt, da muss man beispielsweise auch auf Ressourcen gehen, beziehungsweise auf Ressourcen achten. Man muss teilweise auch viel schneller zu den Ergebnissen kommen. Und die Menschen haben schon, ich sag mal so, viel mehr Erfahrung gesammelt. Das heißt, es gibt auch manchmal Situationen, wo die einen oder die anderen sagen, naja, das haben sie schon mal gemacht, das haben sie schon ausprobiert. Das heißt, die Beratung an sich ist komplexer, die ist vielfältiger, und dadurch, dass diese Unternehmen schon ein bisschen weiter sind, ist sie auch in Bezug auf die unterschiedlichen Perspektiven, die man im Blick behalten muss, herausfordernder. Dennoch umso spannender. Ich hätte eigentlich fast schon gedacht, es wäre andersherum, dass halt eben die jungen Motivierten dann immer so ein bisschen komplexer wären, aber jetzt verstehe ich das natürlich auch, dass es so rum funktioniert, genau. Vielleicht nochmal eine kleine Anschlussfrage dazu, vor allem bei der Anpassung. Wir reden ja wirklich egal wo, ob Uni, Schule, Alltag, jetzt immer öfter über KI, über KI-Tools, darüber, wie das jetzt die Welt verändert. Wie wichtig findest du diese Digitalisierung jetzt für die Menschen, mit denen du arbeitest, und vor allem vielleicht speziell die KI-Tools, die jetzt mit ins Spiel kommen? KI verändert die Gründungs- und Innovationslandschaft schon ziemlich sehr. Auf der einen Seite haben Menschen die Befürchtung, dass KI sie ersetzen wird. Das ist aber, ich glaube, unabhängig davon, ob wir jetzt von Unternehmertum sprechen oder von einer Verwaltung und. Also es gibt sehr viele Berufe, wo Menschen einfach die Befürchtung haben, dass KI sie ersetzen wird. Schauen wir mal vielleicht den Gründungskontext genauer an. So, wenn wir zum Beispiel junge Gründerinnen und Gründer, aber halt auch etablierte Unternehmen beraten, benutzen wir natürlich auch KI. Und wir vermitteln KI-Kenntnisse auch immer als ein Werkzeug, welches einem Unternehmen dabei helfen kann, bestimmte Herausforderungen zu meistern. Beispielsweise, wenn wir jetzt von jungen Menschen sprechen. Ich habe am Anfang gesagt, dass die recht am Anfang stehen und meistens vielleicht sogar nur mit einer Idee oder sogar oft nicht mit einer Idee, aber mit einem ermittelten Bedarf am Markt, wo sie sagen, okay, da brauchen wir eine Lösung und die könnten wir entwickeln. Und mit Hilfe von KI kannst du viel schneller erste Ergebnisse erzielen. Du kannst viel schneller Recherchen durchführen, du kannst viel schneller Ideen strukturieren, du kannst viel schneller
Prototypen entwickeln, um mit der potenziellen Zielgruppe deine Idee zu testen und bestimmte Annahmen oder Hypothesen zu validieren. Und bei Unternehmen ist es genauso. Bei Unternehmen ist aber spielt eine Digitalisierung eine große Rolle. Globale, aber auch regionale Märkte, wie zum Beispiel hier in Berlin, Land Brandenburg, verändern sich sehr schnell. Menschen wollen immer bessere Kundenerlebnisse haben, was aber wiederum bedeutet, dass sehr viele Prozesse digitalisiert werden müssen. Und die Nutzung von KI kann dabei unterstützen, beispielsweise das zu schaffen. Und deshalb finde ich, dass KI per se die Menschen nicht ersetzen wird. Das ist so meine Meinung. Aber ich glaube daran, dass Menschen lernen sollten, wie man mit KI umgeht, um sozusagen ihre Arbeit oder ihre Prozesse bestmöglich ausführen zu können. Sollte man Angst haben vor KI? Meiner persönlichen Meinung nach tendieren Menschen dazu, Angst vor etwas zu haben, wenn sie sich nicht genug mit einem bestimmten Thema auseinandergesetzt haben. Klingt jetzt vielleicht zu groß gesagt, aber wenn man Angst hat vor etwas, wo man aber gleichzeitig weiß, okay, man könnte darauf Einfluss nehmen, dann ist es natürlich auch out of the comfort zone zu sagen, man setzt sich damit auseinander und man versucht, so viel wie möglich über das eine Thema zu erfahren und zu gucken, vielleicht macht es mir ja gar nicht so viel Angst danach. Und KI ist ganz oft ähnlich. Und wenn man verstanden hat, wie das funktioniert, wie die unterschiedlichen KI-Modelle funktionieren und in welchen Bereichen das man es einsetzen kann, dann glaube ich, ist es schon etwas, was sowohl junge Gründerinnen und Gründer als auch Unternehmen unterstützen kann. Okay, und wenn du solche komplexen Themen in den Beratungen auch deinen Kunden näher bringst, haben wir auf einigen Fotos und Videos gesehen, dass du gerne mit Lego arbeitest. Das heißt, du hast da Lego-Steine und baust da vielleicht noch was. Deswegen wollte ich fragen, also du bringst Menschen mit Lego bei, ihr Unternehmen zu gründen? Oder wie ist das? Ja und nein, kann man sagen. Also ich antworte gerne gleich auf diese Frage. Ja. Es ist grundsätzlich spannend, wie sieht denn so eine Beratung aus oder was machen wir da? Also man kann sich natürlich an einen Tisch hinsetzen und ein Gespräch führen und wir reden dann sozusagen über dein Unternehmen. Wurde ganz oft früher so gemacht und ist vielleicht auch nicht der Ansatz, den man immer so durchführen sollte. Dimitri und ich verwenden unterschiedliche Methoden, je nachdem, was die Person, mit der wir arbeiten, wirklich braucht, wo die Bedarfe sind. Sowohl aus der persönlichen Perspektive von einer Gründerin oder einem Gründer, aber halt auch in Bezug auf die Geschäftsidee. Wir arbeiten sehr gerne mit Methoden wie Design Thinking oder Lean Startup zusammen, um auch den Menschen dabei zu helfen, ihre Idee wirklich strukturell auszubauen und dann eine Lösung zu entwickeln, die wirklich auch eine Zielgruppe dafür findet. Lego ist eine Methode, die wir, oder beziehungsweise Lego Serious Play nennt sich das offiziell, ist eine Methode, die wir sehr gerne verwenden, aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits, wenn man mit Lego arbeitet, dann ist es etwas anderes, als wir es im Alltag tatsächlich gewohnt sind. Also es ist etwas Haptisches, das heißt, es kommt noch ein Sinn dazu, was dich dabei unterstützt, sich um deine Ideen, deine Gründung Gedanken zu machen. Gleichzeitig, wenn du mit Lego arbeitest, kommen Menschen zur Sprache, die vielleicht in einem klassischen Unternehmenssetting, in einem Meeting vielleicht nicht zur Sprache kommen. Also es gibt ja natürlich mehr introvertierte Menschen, mehr extrovertierte Menschen. Und bei Lego spricht das Modell für sich. Das heißt, wenn du eher eine introvertierte Person bist und aber unbedingt richtig gute Ideen hast, die du loswerden möchtest, kannst du das mit einem Bild darstellen, du kannst das Bild vorstellen und das Modell gehört auch dir. Das heißt, das ist deine Sichtweise auf eine bestimmte Sache. Und deshalb ist Lego unserer Meinung nach auch ziemlich inklusiv. Das bringt unterschiedliche Menschen zusammen. Und gleichzeitig ist es sehr gut, wenn du sehr interdisziplinäre Teams hast. Weil du kannst zum Beispiel bei einem Lego Serious Workshop in einem Unternehmen, kannst du Personen, sagen wir mal jetzt nur als Beispiel aus der Personalabteilung, IT, vielleicht die Gründer und Geschäftsführer und haben. Und jeder hat unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das weitergehen soll beispielsweise. Und mit Lego kannst du dieses Verständnis visualisieren. Du kannst ein gemeinsames Verständnis anhand von diesen Visualisierungen entwickeln. Und dann kannst du schauen, was zum Beispiel angepasst werden muss. Und darüber hinaus, abgesehen von diesem Workshop-Format, eignet sich Lego auch ganz gut dafür, um beispielsweise physische Prototypen zu entwickeln. Ich war mal an einem Projekt beteiligt, da sollten wir den Supermarkt der Zukunft entwickeln. Und das kannst du mit Lego halt super machen. Und dann kannst du halt wirklich Männchen nehmen, die durch diesen Supermarkt laufen. Und du kannst es dir viel besser vorstellen, als wenn ich jetzt versuchen würde, dir das zu erklären.
Ja, also um auf solche Ideen zu kommen, ich glaube auch erstmal damit irgendwie anzufangen, braucht es ja gewissermaßen viel Erfahrung. Also du, wie du meintest, ne, du bist ja jetzt nicht seit gestern dabei. Und ich glaube, ich selber fände auch sehr interessant, wo das richtig angefangen hat und wie das richtig angefangen hat. Und die Motivation ist es ja, Gründern zu helfen. Und da wäre eine ganz spezielle Frage von mir, ob das dadurch entstanden ist, dass du vielleicht als Anfangsphase auch dir dachtest, okay, ich hätte auch sehr gerne einen Ideenbotschafter gehabt, jetzt in der Anfangsgründungsphase und nicht ins kalte Wasser direkt rein, sondern vielleicht an der Hand mit jemandem. War das so? Also ist dadurch die Motivation, anderen zu helfen, gekommen? Ja und nein. Ja, vielleicht in der Sicht. Es gab Menschen, die mich auf meinem Gründungsweg unterstützt Ja. haben. Es gab die einen oder anderen Vorbilder oder Menschen, die mir auch am Anfang eine sehr wichtige Unterstützung gegeben haben. Beispielsweise, wie man eine Webseite baut, wie man seinen eigenen Server aufstellt. Und diesen Menschen bin ich außerordentlich dankbar. Und gleichzeitig ist diese Leidenschaft aus einem sehr anderen Umfeld entstanden, nämlich durchs Karate. Spannenderweise, weil ich irgendwann mal angefangen habe zu assistieren, schon vor Jahren, und irgendwann mal dann auch eigene Gruppen hatte, die ich geleitet habe. Und einfach dieser Aspekt der Wissensvermittlung hat mir Spaß gemacht. Und dadurch entstand auch diese Motivation, früher mich das erste Mal an einer Uni, während ich auch nebenbei studiert habe, für eine Position zu bewerben, wo ich auch Wissen vermittle. Kommunikation hat mich schon immer interessiert, also habe ich mich für die eine Stelle beworben und habe dann angefangen, mehrere Semester lang Tutorien und Seminare zu leiten und habe gemerkt, dass diese Wissensvermittlung auch in einem anderen Kontext funktioniert, zumindest was das Feedback der Personen angeht, die ich unterrichtet habe, und das halt nicht nur beim Karate. Parallel dazu, aus meiner Studienfachrichtung, habe ich dann in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet und mir Wissen angeeignet und irgendwann mal gemerkt, dass das die Sachen sind, die Spaß machen. Und so bin ich da reingewachsen in diese Gründungs- und Innovationsberatung, Menschen mit Hilfe von oder durch Beratung, durch Facilitation und Moderation von bestimmten Innovationsprozessen dabei zu helfen, das Ergebnis zu erreichen, was sie vielleicht ohne diese Hilfe gar nicht erreichen würden. Wenn du merkst, und ich glaube, eine der Lieblingsaussagen von Dimitri und mir ist, wenn wir mal so einen Workshop machen, unabhängig davon, ob es mit Lego oder mit Design Thinking, ist, dass die Menschen sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir in so einer kurzen Zeit so viele oder so gute Ergebnisse erreichen werden. Und das ist etwas, was wir uns als Feedback sehr gerne natürlich anhören und mitnehmen, gleichzeitig uns aber auch immer wieder weiterentwickeln. Wo du jetzt auf die Idee gekommen bist, ne? Also durch Karate kam dann die Idee, mit Dimitri das zusammen durchzuziehen, hat bestimmt auch geholfen, dass man das nicht alleine macht. Wie wichtig war es dir, da in dem Moment auch Unterstützung von so den engsten Menschen zu haben, von denen die Meinung auch zählt? Ja. Also bei uns mit dem Podcast können wir es auch denken, okay, hätten wir jetzt von unseren Eltern gesagt bekommen, ey, das ist Quatsch, dann wäre es natürlich schwieriger weiterzuarbeiten. Ja. Wie war es für dich, so den Support von den engsten Leuten zu bekommen oder vielleicht nicht zu bekommen? So genau weiß ich das gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber wenn ich dann denke, ich habe schon auch sehr früh erzählt, was ich mache, ohne dass ich ganz genau hundertprozentig wusste, wo mich das hinführt. Und ich glaube, wenn du mit Eltern sprichst, vor allem wenn man noch jung ist, dann ist es auch ganz oft, naja, aber was willst du damit mal später machen oder wo soll es hinführen? Im Unternehmertum ist es aber gar nicht oft so. Du siehst nicht diese lange Karriereleiter und weißt, okay, ich fange heute als Assistenz oder Analyst an und arbeite mich vom Projektmanager bis einer leitenden Position hoch. Und dann weißt du, wo die Reise hingeht. Im Unternehmertum ist es überhaupt nicht so, meiner Meinung nach, sondern du weißt, was die nächsten 2 Schritte sind. Wenn du gut bist, weißt du vielleicht, was die nächsten 3, 5 Schritte sind. Und die sind auch nicht immer gleich lang. Das heißt, es ist etwas, was du manchmal sehr schnell machst und manchmal dauert es halt eine Weile. Deshalb habe ich natürlich immer transparent gesagt, was ich machen möchte, was ich mache. Dazu aber auch eine gute Unterstützung und Ermutigung bekommen. Das hat natürlich schon geholfen. Grundsätzlich würde ich immer empfehlen, die Ideen mit Menschen zu teilen, die einen umgeben. Und ja, du hast recht, es wird nicht immer positiv sein. Also manche Menschen werden sagen, hey, willst du nicht mal was Normales machen oder was anderes? Das ist natürlich auch ganz oft der Fall. Aber je mehr Feedback du sammelst, desto mehr Perspektiven hast du auf das eigene Vorhaben. Und dann kannst du halt viel bessere Entscheidungen treffen. Und vielleicht, ja, man weiß grundsätzlich nicht alles und die eine oder andere Perspektive kann dir auch dabei helfen, Fehler zu vermeiden. Wo du jetzt gesagt hast, dass ja der eine Weg ist, was Normales zu machen, einen 9-to-5-Job zu tun und der andere Weg ist dieser riskantere Unternehmerweg. Ja.
du hast ja noch, bevor du richtig selbstständig geworden bist, auch als Consultant und Projektmanager bei normalen und größeren Unternehmen gearbeitet. Und aus so einem eher sicheren Umfeld zu wechseln zu einem selbstständigen Weg. Erstmal eine Frage dazu, wie das für dich war. Und die weiterführende Frage wäre dann, jetzt vielleicht rückblickend zu sagen, könntest du dir vorstellen, wieder den Schritt zurück zu machen? Also wie es angefangen hat und ob du es Ja. jetzt wieder gerne, oder nicht gerne, aber wie es jetzt für dich wäre, zurückzugehen nochmal und wieder 9 to 5 zu arbeiten vielleicht. Der Schritt war spannend. Ich habe ja nicht komplett von 0 auf 100 gesagt, ich werde jetzt selbstständig, sondern ich bin auch Jahre zuvor nebenberuflich selbstständig gewesen. Also ich habe ja noch während des Studiums meine eigene Selbstständigkeit angemeldet. Einfach weil ich mir dachte, man hat als junger Student nichts zu verlieren. Das heißt, du kannst halt nur ausprobieren. Und ich habe nebenbei gearbeitet. Das bedeutet, ich war auch finanziell von dieser Selbstständigkeit nicht hundertprozentig abhängig. Das war aber auch geplant. Das heißt, meine Strategie war, von den Großen zu lernen und dann im kleinen Rahmen in eigenen Projekten das Erlernte anzuwenden. Und deswegen habe ich das immer kombiniert. Also ich habe halt in anderen Unternehmen gearbeitet, kleine selbstständige Projekte gemacht. Und irgendwann mal habe ich einfach so den Gedanken gehabt, dass jetzt dieser Wechsel auch durchgezogen werden kann. Und dann bin ich sozusagen von meiner letzten Arbeitsstelle, bin ich dann sozusagen in die Vollzeit-Selbstständigkeit gegangen. Das hat auch eine Weile gedauert, weil wenn du halt das nebenberuflich machst, hast du ja nie wirklich diesen Drang auch da, sich hundertprozentig reinzusteigern, sondern das kommt einfach mit der Zeit und du bist dann auf einmal auf deine Selbstständigkeit angewiesen. Das war sozusagen aber gleichzeitig auch dieser Motivationsschub und einfach ein Schub an sich, wo man viel mehr gemacht hat. Und natürlich hatte man auch jetzt dadurch auch viel mehr Zeit, aber wo ich persönlich viel mehr gemacht habe. Das hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, jetzt funktioniert es. Genau. In der Phase, wo du gerade drüber gesprochen hast, gab es dort, also ich würde sagen, von wo die Idee geboren ist, bis hin vielleicht, wo dann der Durchbruch kam, gab es dort einen bestimmten Rat oder vielleicht ein prägendes Ereignis, was dich bis heute noch, würde ich sagen, weiterhin prägt? Gab's das? Wenn ich mich jetzt spontan an keins erinnern kann, dann kann es sein, dass es keins gab. Aber es gab unterschiedliche Tipps, die man natürlich im Laufe der Zeit bekommen hat. Und ich glaube, eins davon war, es klingt jetzt vielleicht banal, aber einfach machen. Das sagen auch ganz viele. Aber was damit gemeint ist, dass ganz oft eigene Gedanken einer Person im Weg stehen. Du überlegst natürlich, ist das schon gut genug oder ist das schön genug, ist das Design okay? Also du hast sehr viele Sachen im Kopf, weil natürlich das, vor allem bei dem ersten Unternehmen, es ist deins, es ist dein Baby, was du sozusagen, dein kleines Projekt, was du hochziehst. Mein Tipp wäre, oder das, was ich auch mir immer zu Herzen genommen habe, ist einfach mal ausprobieren, gucken, ob es funktioniert, Feedback einholen, besser machen und dann nochmal ausprobieren. Und das ist halt zum Beispiel auch, wenn wir Gründer oder halt auch etablierte Unternehmen unterstützen, neue Produkte oder Services auf den Markt zu bringen, dann sagen wir, ja, lass uns doch mal eine erste Version bauen, einen Prototyp, das zu testen, schauen, wie ankommt und dann sozusagen nochmal neu entwickeln, wenn es gar nicht funktioniert. Und das ist auch so mein Gedanke. Also es muss nicht hundertprozentig perfekt sein, sondern es muss so gut sein, dass du die ersten Erkenntnisse damit gewinnen kannst und dann kannst du es immer noch besser machen. Okay. Wenn diese Anfangsphase sozusagen, über die du eben erzählt hast, rein theoretisch heute wieder anfangen würde, das heißt, du wieder zurück am Studium bist und diese Idee der Selbstständigkeit aber in der heutigen Zeit, am heutigen Tag wieder gerade geboren wurde, würdest du diese Anfangsphase grundsätzlich anders machen? Oder könntest du sagen, so wie ich damals vorgegangen bin, geht es heute auf jeden Fall immer noch? Hätte ich dann die gleiche Erfahrung von heute, damals schon? Ja, doch, wir sagen ja. Ich glaube, dann würde man viel schneller zu viel besseren Ergebnissen kommen. Das ist aber, ich glaube, grundsätzlich so, wenn du jetzt die Erfahrung von heute in dich von früher transferierst. Wahrscheinlich würde ich dann viel schneller verstehen, auf welche Sachen ich mich konzentrieren muss und auf welche Sachen ich mich lieber nicht konzentrieren muss und würde tatsächlich klare Signale von irgendwelchen kleinen Funken unterscheiden können. Das ist auch, was mir mal gesagt wurde. Wenn man Unternehmer ist, muss man verstehen, wo ist sozusagen ein klares Signal
welchem du folgen musst und wo sind es einfach nur so kleine Funken, die sagst, okay, die können weiter funken und die sind erstmal unwichtig. Das ist übrigens zu deiner Frage für noch ein Tipp, was ich mir mal sagen lassen habe. Ich glaube, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde einfach viel schneller bestimmte Ergebnisse erzielen. Das ist der Fall. Ich würde jetzt nicht unbedingt was anderes machen. Also ich fand meine Strategie von Großen zu lernen und dann selbst das Erlernte anzuwenden nach wie vor gut. Hat natürlich auch dazu gebracht, dass ich in anderen Unternehmen Kontakte knüpfen könnte und bestimmte Branchen und Ökosysteme kennengelernt habe. Aber ja, wahrscheinlich würde das alles viel schneller passieren. Oder vielleicht wäre ich noch früher selbstständig geworden, wer weiß. Wer weiß. Das hast du im letzten Satz gerade gesagt, Kontakte knüpfen und von Großen lernen. Ja. Jetzt neben dem Studium ist eine Sache natürlich praktische Erfahrung zu sammeln, sich selber vielleicht Sachen beizubringen oder wo zu arbeiten. Und eine andere Sache, die oft gesagt wird, ist, Kontakte ist das Ein und Alles. Ja. Du bist natürlich am Anfang jemand, der möglichst viele Menschen kennenlernen muss. Wie wirklich wichtig würdest du sagen, ist es in der Zielbranche, Menschen zu kennen? Am besten Fall natürlich die großen Fische. Oder kann man das auch auf eigene Faust schaffen? Vielleicht in der Zielbranche, wo du möchtest, selbstständig zu werden? Du brauchst schon ein Verständnis darüber, du hast gerade diese Analogie mit den großen Fischen gesagt, aber so, du brauchst ein Verständnis darüber, wer schwimmt denn so mit in dem gleichen Teich. Also du musst jetzt nicht vielleicht die größten Fische kennen, persönlich. Irgendwann mal ist es natürlich schön, aber auf dem Weg dahin musst du zumindest wissen, wer rechts und links von dir ist. Und bei Dimitri und mir ist es halt so, dass wir natürlich auch am Anfang wenig Menschen kannten, die wir jetzt kennen. Und es gab aber Menschen, die sind reingekommen, die haben uns anderen Menschen vorgestellt. Mit den Menschen arbeiten wir auch nach wie vor zusammen und sind ganz gute Geschäftsbeziehungen entstanden. Es kommen manchmal jeden Tag neue Kontakte mit dazu, mit denen man aber dann nicht zusammenarbeitet. Also es ist wertvoll, wenn du Menschen kennst, die dich unterstützen können. Es ist wertvoll, wenn du Menschen kennst, die ihre Erfahrung mit dir teilen können. Ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die sehr gute, erfolgreiche Unternehmen führen, obwohl sie, ich sag mal so, 24/7 vielleicht einfach vor ihrem Laptop sitzen und das remote machen. Das funktioniert auch. Das hängt halt wirklich davon ab, in welcher Branche du tätig bist, was du machst. Was ich grundsätzlich empfehlen würde, ist, Präsenz zu zeigen. Also ganz viele Startups sind unterwegs auf Startup- oder Gründerinnen auch und Gründer sind auf Startup-Wettbewerben unterwegs, auf Konferenzen, sie pitchen ganz oft, lernen neue Menschen kennen und das aus unterschiedlichen Gründen. Also natürlich kannst du danach dir noch mehr Feedback einholen, du kannst deine Idee mit den Menschen teilen, du weißt nie, wo du diese eine Person triffst, die dich vielleicht unterstützen könnte und einen sehr großen Einfluss auf dein Unternehmen haben kann. Deswegen ist es natürlich anstrengend, aber auch erforderlich. Also durch diese Zufälle teilweise, wenn man dann sich einfach immer wieder irgendwo hinbegibt, wo sich eben der Hotspot der neben der anderen interessierten Köpfe befinden, da würdest du sagen, ist es immer eine gute Methode, einfach die Menschen kennenzulernen und Genau. zu wachsen. Genau, du gehst hin, du versuchst dich vorzustellen, du versuchst andere kennenzulernen. Du wirst halt präsenter. Also, weil zum Beispiel bei Dimitri und mir, wir kriegen auch gar nicht so viele Anfragen über Social Media beispielsweise, aber dadurch, dass wir bestimmte Menschen kennen, funktioniert das für uns auch. Sei es jetzt Partnerschaften, Kooperationen oder halt direkte Kundenanfragen. Und das ist aber dadurch, weil wir auch sehr viel Arbeit darin investieren, uns präsent zu zeigen und einfach da zu sein. Und das würde ich halt jeder Person, die gerade dabei ist zu gründen, auch empfehlen. Also versucht tatsächlich in unterschiedlichen Bereichen aus der Komfortzone rauszukommen, versucht auch mal dahin zu gehen, sich vorzustellen. Am Anfang kann es super unangenehm sein, einfach weil man es vielleicht gar nicht gewohnt ist, aber mit der Zeit wächst man auch so ein. Ja. Für die einen oder anderen ist es bestimmt dann einfacher oder leichter, genau. Oft haben wir den Namen gerade schon gehört in dem Gespräch und darüber möchte ich auch noch ein paar Sachen fragen, und zwar zu Dimitri, deinem Mitgründer. Wie habt ihr euch kennengelernt und was hat so ein bisschen dazu gebracht, dass ihr euch entschieden habt, zusammen was zu gründen? Also nicht mit allen Freunden kann man das bestimmt machen. Bestimmt. Also die einfache Antwort ist, das war einfach der logische Weg nach all den Sachen, die wir gemeinsam sozusagen schon gemacht haben. Ich habe die mit in der 6. Klasse im Sportunterricht kennengelernt. Das war, ich weiß
nicht, was läuft man in der 6. Klasse? 60 Meter Lauf, 100 Meter Lauf. Sollte man sich einen Partner nehmen und dann habe ich Dimitri gesehen, wir kannten uns damals auch noch nicht, das war in der Parallelklasse. Habe ihn gefragt, ob wir zusammen laufen können und dann sind wir diese 100 Meter gelaufen und aus diesen 100 Metern ist ein ganzer Lebensmarathon entstanden und den laufen wir gemeinsam immer noch. Genau, so haben wir uns kennengelernt, haben die Grundschule gemeinsam abgeschlossen, sind aufs Gymnasium gegangen, auch in Parallelklassen haben das dann abgeschlossen, haben beide zusammen Karate gemacht, haben das Gleiche studiert und haben aber zwischenzeitlich unterschiedliche berufliche Wege eingeschlagen, weil man natürlich auch persönliche Interessen und Ziele hat, die man versucht zu entwickeln. Trotzdem aber immer wieder im Kontakt geblieben. Bei Dimitri ist es ähnlich. Der hat auch seine Selbstständigkeit relativ früh gegründet, also sein Unternehmen. Hat dann auch eigene Projekte gemacht und irgendwann mal haben wir auch gemerkt, dass wir sehr viele Sachen dazu tendieren, gemeinsam zu machen, jetzt aus beruflicher Perspektive betrachtet. Und haben dann das Unternehmen Sektor 2021 gegründet und betreiben es seitdem zusammen. Und es funktioniert großartig. Und das ist unsere Meinung. Das ist aber auch die Meinung von Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir sagen, dass das Duo sehr viel Impact auch hinterlässt in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und das finde ich großartig. Ja. Es klingt auch sehr, sehr wertschätzend gegenüber Dimitri. Und man hört natürlich immer sehr gerne, dass das mit den Freunden funktioniert. Ja. Aber auch in der Selbstständigkeitswelt hört man oft genug, dass Leute die anderen hintergehen, dass dann das Vertrauen ausgenutzt wird. Was findest du ist besser? Also ein Team aus Freunden oder vielleicht doch ein Team aus Experten? Weil viele träumen davon, mit den Freunden zu gründen, aber ist es wirklich smart? Ich kann da tatsächlich nur von meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich höre aber ganz oft, dass Menschen sagen, bloß nicht mit Freunden und Familien gründen, macht es auf keinen Fall. Und wenn man aber hinterfragt und sagt, ja, aber warum denn nicht, dann kommen ganz oft ähnliche Gründe wie die du gerade angedeutet hast. Bei uns ist es so, ich glaube, genau dadurch, dass wir uns so lange kennen und auch diese freundschaftliche Beziehung haben, funktioniert es so großartig, weil wir wissen, wer wann am besten performt. Wir wissen, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn man auch eine Tiefphase hat. Wir können uns bestimmte anspruchsvolle Zeiten teilen und sozusagen da gemeinsam diesen Weg durchgehen. Man hat eine Transparenz und Vertrauen. Gleichzeitig haben wir es aber auch gelernt, trotzdem rational und unternehmerisch zu bleiben, trotz dieser emotionalen Verbindung. Weil ja, wir vertrauen uns. Zum Beispiel Dimitri ist auch heute unterwegs und macht einen Workshop, während wir hier zum Beispiel dieses Interview machen. Also wir teilen uns die Arbeit, aber gleichzeitig gehen wir rational und unternehmerisch an die Sache ran und reden auch offen über bestimmte unternehmerische Aspekte, wie man es vielleicht mit jemandem machen würde, der jetzt nicht befreundet oder verwandt mit einem ist. Das heißt, wir versuchen diese beiden Welten zu vereinen, offen darüber zu reden, uns gegenseitig offen Feedback zu geben und dadurch funktioniert es ganz gut. Ja. Diese Feedback-Runden sind dann bestimmt die Nachbereitung auch von verschiedenen dann Beratungen. Wie viel Zeit nehmt ihr euch denn, also so, wenn ihr zum Beispiel gemeinsam zu einer Beratung geht, vorher und nachher die ganzen Sachen einmal vorzubereiten, dann wieder zu reflektieren, Ja. vor allem zu zweit? Nimmt das dann den größten Teil vielleicht sogar ein? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Also es ist immer unterschiedlich. Also es gibt ja natürlich Formate, teils auch von uns selbst kreiert, wo wir uns sehr gut eingearbeitet haben und dann ist die Vor- und Nachbereitung relativ einfach. Natürlich, wenn man Kunden hat, mit denen man vielleicht auch noch nie gearbeitet hat, dann ist die Vorbereitung, die Einarbeitung in eine bestimmte Thematik auch ein bisschen länger. Wobei wir unsere Kunden ja auch nicht immer, also öfter als du, aber nicht immer als du beraten. Die Feedback-Kunden, die ich auch angesprochen habe, sind aber vor allem Feedback-Kunden in einer gemeinsamen Arbeit mit Dimitri. Also zum Beispiel am Anfang eines Jahres, dass wir sagen, was sind unsere Ziele, wo wollen wir hin? Also die Vorausplanung, aber halt auch zum Beispiel, dass wir regelmäßig uns hinsetzen und sagen, okay, hat das und das funktioniert? Wer hat was gut gemacht? Was können wir verbessern? Wie können wir das iterieren? Das sind so die Sachen, die wir regelmäßig machen. Und das braucht man auch. Und ich glaube, wir beide sind gut darin, immer besser werden zu wollen, immer Neues dazu zu lernen. Und deshalb sind wir auch offen Kritik gegenüber, sowohl zueinander als auch von anderen Menschen, wenn Kritik kommt. Versuchen sozusagen uns immer wieder neu zu erfinden, fast schon zu sagen, und besser zu werden. Gibt's da so richtig schwierige Phasen in solchen Momenten, wenn ihr zum Beispiel dann,
weiß ich nicht, eine ganz stressige Zeit kommt und dann fällt der eine raus. Gibt es da auch solche Momente und wie geht ihr damit um? Ja, also es gab schon Momente, wo kurz vorm Workshop hieß, okay, der eine ist krank geworden. Kannst du halt nicht verändern, ist halt so. Dann ist unsere Vorgehensweise immer so, also es gibt manchmal bestimmte Teilprojekte oder Projektbestandteile, wo die eine Person nur das eine macht und die andere Person das andere. Dennoch versuchen wir natürlich einen Rhythmus zu schaffen, wo wir uns gegenseitig transparent onboarden, damit die eine Person die andere unterstützen kann. Wir haben dadurch, dass wir auch sehr viele Formate gemeinsam leiten, auch gemerkt, wie wir uns gegenseitig am besten onboarden können. Bestimmte Insider sind vorhanden und ja, anspruchsvolle Zeiten. Ich sag mal so, so wie jetzt, das 4. Quartal 25, es ist sehr viel los, super anspruchsvoll und anstrengend. Aber, und da sind wir eigentlich wieder zurück bei dem allerersten Thema, was wir heute angesprochen haben, es ist eine gemeinsame unternehmerische Reise und es macht auch Spaß. Es ist natürlich super anstrengend, manchmal sitzt man auch am Wochenende da. Es ist kein 9 to 5, es ist manchmal 9 to 9 oder es ist halt, also es ist manchmal viel, viel länger. Aber wenn wir so zusammen im Büro sitzen, an den Sachen arbeiten und uns irgendwie am späten Abend ein, zwei Witze hin und her schmeißen und eigentlich merken, hey, warum wir das machen, sind wir aber auch beide froh, dass wir uns gegenseitig haben und unterstützen können. Also das finde ich schon ganz gut. Wie seid ihr denn immer so mit diesen gewissen Unsicherheiten dann trotzdem umgegangen? Also vielleicht wieder zurückkommen, um auf die Anfangsphase zu sprechen. Viele Leute haben Angst vor den finanziellen Risiken oder dann gibt es ja auch viele andere Themen, die auch, solange man läuft, immer wieder hervorkommen, Ängste, Sorgen. Ja. Zu zweit kann man natürlich drüber reden, wie du schon meintest. Dann sitzt man trotzdem da, macht Witze und denkt sich, okay, morgen stehen wir trotzdem früh auf und arbeiten weiter dran. Wie seid ihr denn mit solchen Unsicherheiten dann umgegangen? Oder du vielleicht? Also das ist auch eins der Unterschiede von einem klassischen, sagen wir mal so, Angestelltenverhältnis zum Unternehmertum. Du hast eine Sicherheit, du hast aber wenig oder selten eine wirkliche Konstante, wo du weißt, okay, in 5 Jahren ist es genauso oder selbst in 6 Monaten ist es genauso. Eine gute Vorausplanung ist ganz wichtig. Also wir setzen uns hin und sagen, okay, passt das und das noch in 6, 12, 18 Monaten, funktioniert das noch? Und es ist auch wichtig, sich im Voraus damit zu beschäftigen. Das machen wir für uns, das machen wir aber auch mit anderen Unternehmen. Also wir haben auch so Formate wie Planspiele, wo wir versuchen, eigentlich Szenarien durchzugehen, sowohl intern als auch extern, um zu gucken, was würde passieren, wenn ein bestimmtes Ereignis eintrifft. Und das hilft uns natürlich mit allen Wahrscheinlichkeiten umgehen zu können. Natürlich ist es nicht immer 100%ig vorhersehbar, aber es gibt schon Werkzeuge, wo du sagst, zumindest von innen heraus können wir das steuern. Natürlich gibt es auch unvorhersehbare externe Faktoren, auf die wir keinen Einfluss nehmen können. Wir versuchen dennoch aber, uns so zu strukturieren, dass wir wissen, okay, wir müssen die und die Schritte durchführen, damit es noch weiterhin in 12 Monaten oder noch länger funktioniert. Ja. Wenn wir über so, oder wenn du über so Planspiele sprichst, dann geht es ja auch oft darum, vor einem gewissen Publikum Menschen etwas zu erzählen. Man redet vor Menschen. Da hätte ich eine gute Frage vielleicht Richtung, freestylst du dann alles? Oder bist du jemand, der dann wirklich vorher ein Skript aufschreibt, das dann auswendig lernt, damit ja nichts irgendwie schief geht? Ja. Weil wenn man vor einem Publikum reden muss, dann gibt es halt Menschen, die ein kleines Wort auf der Karteikarte haben und den Rest machen sie von sich aus. Ja. Und halt Leute, die dann am besten wirklich alles strukturiert aufschreiben. Wie gehst du daran, vor so Publiken? Also du meinst jetzt in so einem Workshop-Format oder so einem Sprint, wenn wir ein Team betreuen, ne? Genau, Weil genau. Also- ist ja ähnlich. Das Publikum ist nur kleiner, ne? Es ist ein bestimmtes Team. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie Vorlesungen halten oder so, das machen wir nicht. Aber wenn ich in so einem Innovationsformat sind oder in einem Workshop und Dimitri und ich das zusammen moderieren und durchführen, dann gibt es halt schon eine Struktur, wie wir das machen. Es gab aber schon den einen oder anderen Workshop, wo wir gesagt haben, okay, das ist das Ziel von diesem Workshop und wir müssen erst mal schauen, wer da ist, weil es gibt natürlich auch offene Formate, wo wir nicht wissen, wer die Zielgruppe dann da sein wird. Also das sind dann keine direkte Kunden, sondern halt andere offene Formate. Und dann gucken wir das einfach. Wir tauschen uns immer aus. Also es ist auch grundsätzlich so, dass wir bestimmte Parts übernehmen, uns aber auch ersetzen können.
Und ganz oft kommt es auch dazu, dass wir auch mal improvisieren, dass wir gucken, okay, jeder von uns hat so eine Werkzeugkiste an Übungen, die man machen kann. Dann sagen wir, okay, das passt jetzt mehr, machen wir das. Dann gucken wir uns kurz an, sagen, ja, okay, das passt. Und dann geht es schon. Ja. Also das ist aber etwas, das ist schwierig, sich mit einer Person, die man vielleicht nicht kennt, sehr schnell anzueignen. Das funktioniert bei uns nur so, weil wir das ganz oft so in dem Format geübt haben und auch eine Co-Facilitation oder eine Co-Beratung oder eine Co-Moderation kann sehr herausfordernd sein mit einer Person, die man nicht kennt. Und wenn wir das beide zu zweit machen, dann wissen wir, wann wir uns gegenseitig ergänzen sollen, aber gleichzeitig, wann die eine Person der anderen Person sozusagen mehr die Bühne überlassen muss und die andere Person eher zurückgeht und vielleicht ein paar organisatorische Sachen nebenbei unterstützt, sowas wie bestimmte Materialien vorzubereiten. Und das haben wir halt durch permanente Beratung gemeinsam und Übung und das Moderieren von solchen Formaten gelernt und deshalb funktioniert es ganz gut. Also würdest du sagen, nach so gewisser Zeit entsteht da so eine Chemie Genau, zwischeneinander, ja, dass man genau, einfach dann, ohne zu reden, mit ein paar Blicken sofort kommunizieren Genau, kann? das würde ich von uns beiden behaupten, ja. Aus diesen Jahren Erfahrungen Mhm. möchte ich dich auch natürlich für ein paar Ratschläge hier haben. Und der erste wäre eine Frage. Gibt es aus deiner Erfahrung unter den ganzen Unternehmen, die deine Dienstleistung beanspruchen, vielleicht ein Muster, wonach immer wieder gefragt wird, wo dieselben Probleme auftauchen? Und bei Startup-Teams sind es auch zum Beispiel Momente, wo die meisten Leute am gleichen Punkt scheitern, wo du oft das Gleiche den Leuten vermittelst. Es gibt Überschneidung tatsächlich. Wenn wir jetzt von jungen Teams, Gründerinnen und Startups sprechen, dann neigt man dazu, sich so oft und so ausführlich mit einer Idee, mit einer Lösung beschäftigt zu haben, dass sie irgendwann mal selbstverständlich für die eine Person wird, aber für die andere nicht. Das heißt, wenn die Menschen noch ganz am Anfang sind und erstmal so den Bedarf am Markt gesehen haben und daraus eine erste Lösung entwickeln wollen, dann geht es auch manchmal darum, einfach diese Idee zu schärfen, zu gucken, was genau möchtest du machen, für wen möchtest du das machen, wie möchtest du damit Geld verdienen. Also diese eigentlich schon banalen Fragen, die aber so hilfreich sind, um sich ganz klar damit auseinanderzusetzen und die eigene Idee zu schärfen. Später, wenn man das für sich gemacht hat, geht es auch darum, andere davon zu überzeugen. Deswegen auch das Thema Pitch und Pitch-Coaching, das, was wir auch machen oder womit ich auch angefangen habe. Wie schaffe ich es, Menschen, die für mich, für meine Idee relevant sind, davon zu überzeugen, was ich vorhabe, für welche Zielgruppe und wie ich damit mein Geld sozusagen verdienen möchte. Und das sehr klar und überzeugend auf den Punkt zu bringen. Und alle Startups brauchen das. Alle Startups pitchen auf Wettbewerbern, Konferenzen vor Investoren, Banken, Fördergeldgebern und. Und jede Gründerin und jeder Gründer sollte in der Lage sein, das gut zusammenzufassen und sehr klar und strukturiert zu präsentieren. Das ist, wenn wir so von der Idee sprechen, geht man ein bisschen weiter, dann tendieren Gründerinnen und Gründer ganz oft die Sachen komplexer zu machen, als sie tatsächlich sind, wenn es darum geht, erste sichtbare Prototypen und Versionen von diesen Ideen zu machen. Mit Hilfe von KI oder Werkzeugen wie Lego oder mit anderen Tools kann man aber sehr schnell erste Prototypen entwickeln, um die anderen oder sich selbst auch davon zu überzeugen, okay, wie wird das am Ende aussehen? Und später hat man das einmal validiert und gesagt, okay, meine Zielgruppe hat gesagt, das passt, das ist super, muss nur ein bisschen angepasst werden, kann man sozusagen dann auch die Schleifen weiterdehnen und zu gucken, okay, wie verdiene ich jetzt damit Geld, wie baue ich das Ganze auf und. Und vor allem am Anfang sind es ganz oft ähnliche Herausforderungen, zwar in unterschiedlichen Branchen, unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen, aber da wird vor allem ganz oft Unterstützung benötigt. Die Message ist wirklich, wirklich wertvoll, aber vor allem auch für die Menschen oder die jungen Leute, die sich schon entschieden haben, was zu starten. Viele andere junge Leute, die gerade noch vielleicht sich nicht ganz trauen, haben vor allem die Sorge, dass jetzt beispielsweise der klassische Uni- oder der klassische Ausbildungsweg so einer Selbstständigkeit fast schon im Weg steht. Weil während Unternehmer ja eher so der eigene Chef sind und dann, wie gesagt, wie du meintest, mal 9 to 9, mal wahrscheinlich 12 to 12, ist eben dieses klassische, eher damit, also der klassische akademische Weg, vielleicht eher mit finanziellen Grenzen verbunden. Wie würdest du so einer Sicht entgegenstehen? Also ist es so oder kann man das vielleicht sogar im Idealfall kombinieren? Man kann es kombinieren. Also ich glaube nicht, dass die klassische Ausbildung oder ein Hochschulstudium einem im Weg steht. Eher andersrum.
abhängig davon, mit welchen Kunden man später arbeiten möchte, sind das jetzt vielleicht auch Kunden aus dem Public-Sektor, braucht man bestimmte Nachweise, Bildungsnachweise vielleicht eher sogar, obwohl man es von Unternehmertum gar nicht denkt. Durch ein Hochschulstudium beispielsweise kann man andere Menschen kennenlernen. Man verbringt ja auch eine gewisse Zeit während eines Studiums mit Kommilitoninnen und Kommilitonen und lernt vielleicht doch die einen oder anderen Menschen kennen, die vielleicht auch mal Co-Founder werden bei so einem Startup oder bei so einem Gründungsvorhaben. Gleichzeitig auch wieder der Zugang zu Hochschulressourcen, die wiederum eine Gründung unterstützen. Also ganz viele Konferenzen oder Wettbewerbe werden auch von Hochschulen organisiert. Und das heißt, es ist auch super, wenn man da mit involviert ist. Im Grunde genommen ist es eine Ausbildung, die inhaltlich befähigt, entweder einen klassischen Angestelltenkarriereweg anzufangen oder vielleicht auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Beides ist möglich und ein Studium kann dabei helfen, muss es aber nicht. Das heißt, es ist jedes Mal individuell. Aber ich würde nicht sagen, dass ein Hochschulstudium einer Gründung am Weg steht. Mhm. Also du hast ja auch selber studiert. Genau. Deswegen macht es auch wahrscheinlich dort hingehend natürlich Sinn. Du hast einen Bachelor in Politikwissenschaften und Sozialwissenschaften. Genau, also es ist ein internationales Studium gewesen, Genau. wo ich auch eine Zeit lang im Ausland verbracht habe, aber im Bachelor zusammengefasst ist es Politik und Wirtschaft und kulturelle Aspekte Osteuropas und ein Master auch in Politik, Soziologie und Wirtschaft, auch mit dem Aspekt auf Osteuropa, genau. Also sehr spezifisch, würde ich mal sagen. Und trotzdem aber auch extrem viel Wissen dabei. Du meinst natürlich, dass schon man viele Kontakte trifft, dass man die gemeinsamen Interessen aufeinandertreffen lässt, dass du Kommilitonen hast, die vielleicht denselben Drive haben. Gibt es aber trotzdem noch wirklich in diesem Studium, in den Vorlesungen beigebrachte Thematiken und Informationen, die dir tatsächlich in dieser Arbeitswelt auch was gebracht haben? Weil ich denke, viele, die studieren, fragen sich, wann brauche ich das in meinem Leben wieder? Ja. Was ist das jetzt eigentlich für eine Vorlesung? Würdest du sagen, dass es dennoch sich lohnt, natürlich dann präsent zu sein und das Wissen mitzunehmen und du anzuwenden? Ja, auf jeden Fall. Also ein Studium bringt ja natürlich offensichtlicherweise diese Inhalte in dem Bereich, wo man studiert, aber gleichzeitig, was zum Beispiel auch ein Studium von einer Schule beispielsweise unterscheidet, ist, dass in der Schule wird ja das Wissen hingebracht und sagt, okay, das und das musst du auswendig lernen. Im Studium ist es ähnlich, aber im Studium musst du dich ganz oft selbst darum bemühen, diese Inhalte zu finden. Ich finde, was mir vor allem geholfen hat, abgesehen von ein, zwei wirtschaftlichen Inhalten natürlich, die super wertvoll sind, sowohl für uns als aber auch für die Beratung, ist natürlich die Art und Weise, wie man sich Wissen aneignet, diese methodische Kompetenz zu sagen, ich wende da diese Recherche an, hier ein qualitatives Interview, da eine quantitative Forschung, die wir wiederum auch in unserer Beratung oder in unseren Formaten anwenden. Das natürlich auf die Zielgruppe anpassen, aber die Ursprünge von diesem Wissen, die kommen natürlich aus dem Studium und zuzüglich natürlich auch Menschen, die man kennenlernt. Das kommt noch dazu. Also ganz neulich, letzte Woche hatten Dimitri und ich ein Workshop-Format, eine Konferenz und die eine Person, die einen Workshop mitgeleitet hat, war eine alte Kommilitonin, mit der wir vor 10 Jahren studiert haben. Und weil sie wiederum in ihrem Job sich auch sehr gut weiterentwickelt hat, so kommt das eine mit dem anderen zusammen. Das trifft sich immer ganz gut. Ich habe von meinen eigenen Eltern auch gehört, dass sie immer wieder auf Menschen stoßen, mit denen sie studiert haben. Genau. Und das beflügelt einen vielleicht nochmal zu sagen, ey, wir haben es zusammen geschafft und jetzt treffen wir uns hier nach 10 Jahren nochmal. Ja. Das klingt sehr schön. Abschließend nochmal vielleicht würde ich nach einer Message, vor allem für die jungen Menschen, fragen, die sich nicht trauen, den ersten Schritt zu machen. Wir hatten natürlich darüber geredet, wie es ist, dann mittendrin zu sein und wie man dann mäßig hervorgeht und die Kontakte sich sucht und Erfahrungen. Aber was wäre deine Message für junge Menschen, die was gründen möchten, die sich das als Ziel, als Traum setzen, aber sich einfach nicht trauen, den ersten Schritt zu machen, die sich vielleicht selbst sabotieren mit eigenen Gedanken? Was wäre da deine Message? Ich glaube, ganz oft ist es so, dass die offensichtlichen Hürden viel präsenter sind, als vielleicht die Möglichkeiten, diese Hürden zu überwinden. Und mein Tipp wäre, wenn der offensichtliche Weg oder der leichte Weg, lass uns mal so sagen, nicht ganz offensichtlich ist,
dann gibt es auch Alternativen. Also beispielsweise, wenn du einen Traum hast davon, ein großes Unternehmen zu haben mit einem großen Produkt oder einer Dienstleistung, was du auf den Markt bringst und du aber weißt, hey, wie soll ich das denn schaffen? Ich habe gar nicht die Ressourcen. Dann überleg doch eher daran zu denken, was hast du denn für die Ressourcen? Was hast du denn für Ressourcen? Auch wenn sie klein sind. Oder vielleicht kennst du ja die eine oder andere Person, die dich dabei unterstützen kann. Und ja, der Weg wird länger sein. Also, und wie gesagt, Unternehmertum ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Das ist zwar ein Zitat von jemandem, glaube ich, aber so wie das Kennenlernen mit dem Sportunterricht aus diesen 100 Metern ist auf einmal ein Lebensmarathon geworden. Und das muss man aber auch verstehen und diese Geduld muss man bringen. Also Geduld und Vertrauen, dass es funktioniert, spielen eine sehr große Rolle. Und manchmal muss man auch unkonventionelle Wege gehen. Und wenn es von vornherein nicht klappt, gründet das im Nebenerwerb. Versucht das nebenbei zu machen. Vielleicht erstmal zum Hobby machen. Gucken, ob die Leute das annehmen, ob es funktioniert. Ob man immer noch diese langfristige Motivation hat, wenn man das als Hobby macht und davon erstmal finanziell nicht abhängt. Versucht, andere Menschen zu finden. Versucht euch einen Rat, eine Beratung zu holen von anderen Menschen, die euch dabei unterstützen können und. Aber gebt nicht auf. Also wenn ihr eine Idee habt und ihr wisst, dass es für euch funktionieren könnte und dass der bestmögliche Weg ist, dann muss man einfach nur die richtigen Wege und Werkzeuge finden, um das zu realisieren. Und da gibt es sehr viele Strukturen und Menschen, die euch dabei helfen können. Erfahrungen sammeln, Fehler machen. Genau, Fehler Trial machen, and Error Erfahrungen Momente. sammeln, einfach machen. Ja. Sachen auszuprobieren, also sich auch trauen, was auszuprobieren. Und ja, wenn es schief läuft, dann könnt ihr zumindest sagen, ihr wisst ganz genau, das ist schief gelaufen, weil ihr es ausprobiert habt. Ansonsten ist es halt so, naja, es kann gut werden oder es kann schlecht werden. Also einfach einmal ransetzen und Einfach ausprobieren. Genau. Weil was soll dann schon passieren? man hat es ja wenigstens probiert. Genau. Gut, Dankeschön Sehr gerne. für deine Zeit und für die ausführliche Beantwortung unserer Fragen. Ich habe viel dazu gelernt. Ich denke, die Menschen, die sich dieses Interview anhören, werden auch viele oder zumindest einige Perspektiven annehmen können, auf ihr Leben anwenden können. Und ich danke für deine Zeit. Sehr gerne. Es war eine Ehre, dich als erster Interviewgast zu haben. Ich drücke euch die Daumen, dass es funktioniert. Ich finde das Projekt super. Ich finde, dass Unternehmertum in Deutschland solche Menschen wie euch braucht. Einfach Menschen, die sagen, dass es zwar risikoreich ist, aber trotzdem Spaß macht und lebenserfüllt sein kann. Deswegen vielen Dank, dass ich als erste Interviewperson dabei sein durfte und ich drücke euch ganz herzlich die Daumen. Dankeschön.